Hallo zusammen und viele Grüße aus dem schönen Bayern in der Nähe von München, genauer gesagt im Landkreis Dachau bin ich zurzeit unterwegs. Ich bekomme ja viele Anfragen bezüglich meines Gepäcksystems und ich wollte einige Fragen, die ihr gestellt habt, beantworten, möchte aber vorweg schicken, dass ich nicht gesponsert bin. Das heißt, ich bekomme kein Geld von Givi oder Rhino-Walk für die Tipps, die ich euch geben kann. Aber es freut mich, wenn ihr Fragen stellt, weil ich habe auch lange Zeit recherchiert, bis ich mich dann letztendlich entschieden habe, was ich mit meiner Vucci mache. Vorneweg, ich suchte ein Gepäcksystem, das natürlich wasserdicht ist, das einiges von meiner Ausrüstung unterbringt und Offroad-tauglich ist. Wer schon mal auf dem TED gefahren ist, der wird es wissen, was ein Koffersystem bedeutet, wenn man alle paar hundert Meter die Maschine in den Acker wirft oder aufs Gelände wirft. Er ist ziemlich zerbeult und kann natürlich auch passieren, dass so ein Alukoffer reißt oder ein Plastikkoffer kaputt geht. Die Rollen hinten drauf alleine waren für mich nicht ausreichend. Ich habe ein bisschen mehr Gepäck dabei, insbesondere wenn man Campingausrüstung mitnimmt, dann braucht man auch ein bisschen mehr Platz. Und meine erste Fahrt an den Gardasee, das Bild möchte ich kurz einblenden, hat bei vielen natürlich auch einiges an Schmunzeln und Gelächter hervorgerufen, weil das war suboptimal. Hinten das Topcase drauf, auf dem Topcase hatte ich noch mal eine Tasche, vor dem Topcase hatte ich eine Rolle. Ich hatte damals auch schon meinen Tankrucksack. Ja, und dann habe ich auch noch einen Rucksack getragen. Also der Schwerpunkt der gesamten Maschine war suboptimal. Wobei ich es gar nicht beim Fahren so gemerkt habe. Aber ich habe demzufolge eine Alternative gesucht und, glaube ich, auch gefunden. Und jetzt in den letzten 3 Tagen bin ich über 1400 Kilometer gefahren bei so Wetter wie heute, 25 bis 28 Grad. Aber ich hatte auch im Schwarzwald teilweise nur 12 Grad bei leichtem Regen und über Nacht hat es auch mal ganz kräftig geregnet und da konnte ich mein Gepäcksystem testen, weil ich das nicht von der Maschine abgenommen habe. Die Maschine stand in der Nacht im Freien und dann hat es ordentlich drauf geregnet und am nächsten Tag war ich gespannt, ob ich irgendwie einen Tropfen Wasser sehe. Also vorneweg, es hat alles super geklappt, bin sehr zufrieden damit. Ich hatte auch einige Vorurteile, wenn man hinten so eine Gepäcktasche drauf hat. Wie funktioniert das mit dem Auspuff? Wollte ich mir im Detail gar nicht so anschauen, aber jetzt habe ich die Maschine bzw. Gepäcksystem auseinandergenommen und habe festgestellt, es hat super gut funktioniert. Also ich habe kein Loch durch den Auspuff, durch die Hitzebildung in die Tasche bekommen. Also insofern kann ich euch das empfehlen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Details. Das erste, was ich mir gekauft hatte, ist hier dieser Tankrucksack von Givi mit der Bezeichnung GRT 716. Das ist ein absolut wasserdichter Tankrucksack mit 6 Liter Fassungsvermögen, wobei man oben auch sogar noch ein Kartenfach hat. Ich habe den angebracht, indem ich 2 Zurgurte hier unten unter dem Sattel befestigt habe, rechts und links. Und vorne hat man eine Schlaufe, die man sehr schön hier um das Lenkrad, um die Lenksäule herumführen kann. Ja, das Besondere von diesem Tankrucksack ist, dass er wirklich sehr wasserdicht ist. Man hat hier einmal diese Oberseite mit dem Kartenfach und hier nochmal eine wasserdichte Unterseite, wo 6 Liter Fassungsvermögen reingehen. Also es ist jede Menge Platz hier drin. Was ich hier drin habe, ist meine ganze Fotoausrüstung, natürlich auch normalerweise eine Wasserflasche, Verbandskasten
und vieles mehr. Also ich war überrascht, was alles so in 6 Liter reinpassen. Aber das Besondere ist natürlich, man kann hier das mit dem Reißverschluss sehr gut verschließen und dann nochmal mit der Abdeckung hier fixieren und hat eigentlich einen super und auch, finde ich, schönen Tankrucksack von Givi. Hinten habe ich eine Gepäcktasche rechts und links montiert von Rhino-Walk in der 28 Liter Edition. Ja, die 2 Gepäcktaschen sind hier verbunden, indem man hier mit so einem Trägergurt die beiden Seiten miteinander fixiert. Man kann hier schön den Trägergurt fixieren, indem man hier nochmal das Ganze verspannt. Die Taschen sind, wie gesagt, 28 Liter in Summe, 14 Liter auf jeder Seite. Und ich muss sagen, es ist wirklich am Anfang ein Gefummel, bis man die richtige Position dieser Taschen gefunden hat. Ich mache mal so eine Tasche auf, dass ihr mal seht, wie das angeordnet ist. Also man hat hier von Rhino-Walk so eine Tasche mit 28 Liter, 14 Liter auf jeder Seite, die man eigentlich ganz gut nutzen kann. Man legt hier sein Zeug einfach rein und schlägt diesen Umschlag oder das Ende der Tasche 3-mal um und fixiert das Ganze. Ich habe mich dann für Rhino-Walk entschieden. Erstens mal, weil es eine relativ günstige Investition war. Ich habe 85 € bei AliExpress plus ein paar Euro Versand bezahlt. In Deutschland kostet die Tasche, glaube ich, 149 € in Summe. Und habe einfach auf Ratschlag von meinem Freund Tom, der auch eine Wutschi fährt, mal einfach ausprobiert und die bestellt. Es ist ein wirkliches Gefummel am Anfang, bis man die Montage des Taschensystems einigermaßen so hinbekommen hat, dass man keine Befürchtung hat, dass sie hier am Auspuff verkohlt oder irgendwo in die Speichen reingerät und so weiter. Aber das Taschensystem ist genial. Man kann also hier an der Seite die Schlaufen öffnen, hier oben die Schlaufen öffnen und dann kommen 14 Liter je Tasche zur Verfügung. Und ich schaue da gerade mal rein mit euch. Nichts Besonderes, aber in das Taschensystem passt wirklich jede Menge Gepäck rein. Campingausrüstung oder auch Kleidung, Klamotten. Man kann hier oben an dem Falz, an dem Ende der Tasche, einfach wie man das von Packsäcken auch kennt, das 3-mal rollen. Soweit bis alles gut verstaut ist und dann am Ende die Tasche hier fixieren. Rechts und links macht man das und hier oben kann man es auch nochmal fixieren. Die Anbringung ist etwas tricky. Ich habe also hier an der Wutschi die eine Schlaufe hier fixiert an dem Rahmen und die andere Schlaufe hier oben an dem Trägerrahmen vom Topcase. Auf der anderen Seite Ähnliches, also die eine Schlaufe hier unten am Rahmen und die andere Schlaufe hier oben am Topcase. Was ich bemerkt habe, was auch wirklich gut ist, ist, dass die Tasche hier, man sieht es vielleicht hier an der Seite, einen eigenen Hitzeschutz nochmal mitbringt. Das bewährt sich natürlich hervorragend, wenn die Tasche hier über dem Auspuff liegt, wobei die Wutschi ja selbst auch einen Hitzeschutz hat, hier aus Kunststoff, der vollkommen ausreichend ist. Also ich habe die Tasche kontrolliert, immer wieder,
und habe festgestellt, es funktioniert. Man braucht nicht noch zusätzlich einen eigenen Hitzeschutz, wenn man die Tasche richtig montiert hat. Ich möchte euch aber empfehlen, hier auf der rechten Seite, wo der Auspuff ist, keine Elektronikgeräte unterzubringen, weil die Wärmeentwicklung innerhalb des Sacks natürlich auch enorm ist. Also man kann wirklich seine Klamotten, seine Campingausrüstung hier unterbringen. Die sollten aber nicht wärmeempfindlich sein. Ich habe meine Elektronik-Sachen auf der linken Seite der Tasche gehabt und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Das war es soweit mit meinen Tipps. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich habe lange genug recherchiert. Es gibt mittlerweile jetzt natürlich auch in China entsprechende Kofferträger aus Stahl, aber die kosten so um die 400 € und plus Transport. Und dann bräuchte ich auch noch Koffer oder Taschen zusätzlich. Das war mir für die Vucci im Vergleich zum Gesamtpreis des Motorrads einfach eine zu große Investition. Und bitte denkt daran, wenn ihr ins Gelände wollt, haben sich solche Taschensysteme einfach bewährt. Ich hoffe, dass ich euch einige Tipps geben konnte. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in den Kommentar und ich werde berichten, wie sich das Ganze noch mit meiner Vucci entwickelt. Also bis dann, macht's gut. Ciao, euer Jürgen.